Also, willkommen bei Testing Time. Merci für die Einladung. Ja, sehr gern. Kannst du dich vielleicht schnell vorstellen, wer du bist, was du machst und was dich gerade beschäftigt? Ja, mein Name ist Beat Vollenwider. Ich arbeite im Hauptberuf für die SBB als User Experience Architect. Also kümmere mich dort um die ganzen User Experience Themen für verschiedene Apps, Webseiten, was die SBB so macht. Und gleichzeitig bin ich noch an der Uni Basel. Es gibt dort eine Forschungsgruppe für Mensch-Maschinen-Interaktion. Das ist ein psychologischer Teil der Uni angehängt und mache dort noch mein PhD parallel dazu. Aha. Genau. Spannend. Und was ist das Thema von deiner Arbeit? Es fokussiert sich auf Web Accessibility und Inclusive Design. Web Accessibility nicht im technischen Sinn, also was man für programmiertechnisch für Sachen muss erfüllen etc., sondern eher auf das Erleben und die Wahrnehmung von Accessibility, also so der psychologische Teil. Also vielleicht, so ein Beispiel, man macht ja Bildbeschreibungen bei einem Bild zum Beispiel, also es braucht einen Alttext, wo das vorlesbar wird, und es gibt quasi das technische Merkmal, man braucht einen Alttext, das ist klar, und mir interessiert dann mehr die Frage, was muss das für ein Alttext sein, dass man auch wirklich etwas damit anfangen kann, und wie kommt man dorthin, dass es dann eben eine gute Experience, eine gute Usability gibt für Personen, die auf das angewiesen sind. Kannst du mal ein Beispiel machen? Jetzt zum Beispiel, gerade wenn wir beim Alt-Tag bleiben, was für Alt-Tags sieht man oft im Feld raus und was wäre ein idealer Alt-Tag? Also sehr oft sieht man gar keinen. Das ist meistens so eines der Hauptprobleme. Dann kommt es ein bisschen darauf an, was das Bild darstellt. Also wenn es irgendein Moodbild ist, wo man so ein bisschen so Stimmung vermittelt, dann kann er eigentlich leer sein, grundsätzlich. Also dann weiss man, okay, das hat keine relevante Information, man kann eigentlich direkt weitergehen mit dem Text oder mit den anderen Informationen auf einer Seite. Wenn es aber jetzt zum Beispiel eine Grafik ist, die etwas erklärt oder etwas illustriert, sollte man möglichst den Inhalt, die Aussage von dieser Grafik beschreiben. Also nicht herschreiben, ja, man sieht jetzt die Person, die das macht, sondern vielleicht es soll zeigen, dass man etwas so machen kann, zum Beispiel. Also man gibt den Kontext mit. Genau, also wieder Inhalt vom Bild und nicht was Punkt für Punkt darauf abgebildet ist. Genau, sondern was man ausdrücken will. Was gibt's jetzt für andere Beispiele neben dem Alttext? Also vielleicht auch Sachen, die du jetzt neu gelernt hast, bevor du mit deiner Arbeit angefangen hast. Was ist so ein bisschen rausgestochen? Es gibt eigentlich diverse Sachen, wo man da anschauen könnte. Es gibt sehr viel zum Thema Seitenstruktur, eigentlich, also wie man etwas idealerweise anordnet, wie man möglichst schnell zu seinen Informationen kommt, wie man etwas möglichst einfach bedienen kann. Also es sind wirklich die Überlappungen zwischen Usability und Accessibility eigentlich sehr gross. Und dort ist wirklich noch sehr wenig Forschung gemacht worden, auch bis jetzt, was sich da eigentlich wirklich gut anfühlt. Also eben, wie ich vorhin erwähnt habe, wir reden sehr oft von den technischen Sachen, also wie man es mal grundsätzlich zugänglich machen kann, aber wie man auch wirklich eine gute Experience herbringt, das ist noch recht offen. Und die Lücke probiere ich jetzt auch möglichst zu schließen mit dieser Forschung. Und also du hast es in dem Fall ein bisschen angesprochen, also so the state of the industry in dem Bereich ist bei weitem noch nicht dort in dem Fall, wo es könnte sein. Genau, also das ist wirklich, kann man sagen, es ist noch sehr schlecht, der Zustand. Es wird besser, finde ich. In den letzten Jahren hat sich einiges da. Es ist schon sehr viel Aufmerksamkeit jetzt auf das Thema gekommen. Ich kann vielleicht ein paar Beispiele geben. Es gibt ein paar Jahre von der Stiftung Access for All hier aus der Schweiz so eine Benchmark, wo quasi die Top-Seiten aus der Schweiz untersucht werden. Ja. Und dort ist recht klar herausgekommen, dass die eigentlich noch schlecht zugänglich sind. Also es ist, wenn man so bei bundesnahen Betrieben, dort ist es noch recht okay, dort gibt es so die gesetzlichen Verpflichtungen dazu. Aber je weiter weg, dass man eigentlich geht von
Verpflichtungen, dann, desto weniger wird es eigentlich berücksichtigt. Also Privatwirtschaft, Ja. so Online-Shop, Ja. Newsportal etc. Ist das noch sehr wenig ein Thema. Und es hat auch eine grosse Studie gegeben von WebAIM, das ist so ein internationales Portal, wo immer wieder so Benchmarks macht, wo die Top Million Seiten im Internet eigentlich untersucht hat, dort automatisiert mit einem Tool. Ja. Und dann eigentlich auch gezeigt hat, dass eigentlich auf glaub 95% von allen Webseiten gibt es irgendwie Issues mit Accessibility. Also, und das sind schon nur die man automatisch erkennt. Also das ist wirklich recht... also so das Basics sogar. Genau. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also was sind... ist ja ein grosses Thema, Accessibility. Und es gibt viele Menschen mit verschiedenen Behinderungen. Jetzt werden gewisse Behinderungen speziell im Fokus, oder probieren wir alle zu adressieren, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wo sind wir dort heute? Wo stehen wir da heute? Das Ziel wäre grundsätzlich, dass man alle probiert zu adressieren. Ja. Aber das ist natürlich fast unmöglich Ja. in dem Sinn. Man macht eigentlich oft Gruppen von Sehbehinderungen, also blinde Sehbehinderte. Ja. Man hat Hörbehinderungen, dort unterscheidet man viel auch noch zwischen quasi komplett taub und schon seit Geburt und einfach höreingeschränkt. Dann haben wir motorische Behinderungen, also wenn man irgendwie einen Tremor hat, schüttelt, irgendwie seine Arme nicht komplett kann bewegen etc. Und dann noch ein Teil von den kognitiven Problemen, also dort sind so Lern-, Aufmerksamkeitsstörungen drin. Und es ist wirklich eine riesige Bandbreite, die auch oft sehr schwierig ist, damit umzugehen in der Praxis, wie man da an denen allen gerecht werden kann. Was so ein bisschen das Klischee Accessibility Zielgruppe sind eigentlich wirklich die blinden Personen oder die sehbehinderten Personen. Es kommt halt auch daher, dass Web und Apps sehr visuelle Medien sind und natürlich sehr oft sich auf das fokussiert. Aber eben, es gibt eigentlich noch eine breitere Gruppe hinten dran, die auch profitieren von diesen Massnahmen. Hast du irgendwelche Beispiele aus der Praxis, die extrem gut umgesetzt sind heute oder wo wirklich gutes Research gemacht worden ist, wo so ein bisschen als Vorzeigebeispiel können gebraucht werden heute oder oft gebraucht werden vielleicht? Es ist noch schwierig, wirklich so super gute Beispiele zu machen. Es gibt viele, die sich sehr stark bemühen, jetzt in die Richtung zu gehen. Also mir kommt jetzt spontan zum Beispiel die Post oder die Postfinanz in der Schweiz, wo wirklich sehr viel Ressourcen investieren in das Thema. Die SBB selber auch. Das, jetzt da natürlich ein bisschen biased, aber dort ist tatsächlich das auch ein Thema, wo sehr ernst genommen wird, wo es und eine Begleitgruppe gibt. Also es gibt einen Behindertenbeirat bei der SBB, wo immer beizogen wird bei solchen Themen, wo man klärt, was könnte am besten funktionieren, wie könnte man das machen. Und zum Beispiel schon die Webseite sbb.ch ist vor kurzem zertifiziert worden. Auch von dieser Stiftung in Zürich, von Access for All, wo quasi den Stempel verteilt, ja, es ist zugänglich für Menschen mit Behinderungen. Aber ganz allgemein finde ich, ist man sich noch am Finden in dieser Szene. Man hat so ein bisschen den Shift jetzt gemacht, dass man mal zuerst weiss, dass es ein Thema ist. Das kommt langsam Awareness, an. Genau, die ganze Awareness ist da. Und jetzt bewegt man sich wirklich so in die Richtung, wie bringt man eben gute Lösungen her. Dort ist wieder eben das Thema, es gibt Sachen, die man abhaken kann, es gibt Sachen, die man halt wirklich testen muss, wo man muss Leute mit einbeziehen, wo es schwieriger wird, aufwendiger wird, wo man sich noch muss, das auch mal aufbauen, das Know-how und auch die Berührungsängste verlieren, für da zum Ziel zu kommen. Und jetzt, wenn du mit Leuten redest, die gewisse Behinderungen haben, wie viel Verständnis ist da rum, dass das halt noch nicht so schnell geht? Oder ist das irgendwie so, ja, wir wissen das und wir sind dran und die Leute engagieren sich vielleicht auch sogar?
Wie siehst du das oder wie erlebst du das? Sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt die Leute, die es sehr schätzen, dass man mal wirklich dran ist jetzt an diesen Themen. Es hat ja auch grosse Fortschritte gegeben in letzter Zeit, vor allem halt auch durch das, dass es allgegenwärtiger und einfacher ist geworden, auch die assistierenden Technologien zu nutzen. Also man hat heutzutage irgendwie ein iPhone, das von Anfang an eigentlich einen Screenreader eingebaut hat, der ihm alles vorliest und man kann navigieren. Also es hat man eigentlich out of the box, es funktioniert grundsätzlich. Gleichzeitig merkt man natürlich, dass eben sich die Firmen, die Anbieter, die Hersteller nicht wirklich bewegen in die Richtung. Da geht die Geduld schon langsam so ein bisschen verloren, habe ich den Eindruck. Es ist, in der Schweiz gibt es ja seit 2004 eigentlich ein Gleichstellungsgesetz, also ein Behindertengleichstellungsgesetz, wo eine Übergangsfrist hat drin gehabt von 10 Jahren für digitale Information oder für Kundeninformation, und da ist man eigentlich schon lange drüber, also 2014 ist vorbei. Da merkt man schon, hey, passiert da eigentlich mal etwas? Bis jetzt hat es noch keine Klagen gegeben, soweit mir ist. Kann sehr gut sein, dass es vielleicht auch mal zu dem führt. Es wird sich zeigen. Ich denke, ihr unterhaltet euch ja, glaube ich, auch noch mit betroffenen Personen in eurer Interviewserie. Genau. Also da werden sie sicher noch direkt besser auskommen. Sehr gespannt auf das, ja. Aber sicher eine gute Frage. Das wird ja wenn du jetzt mal so ein bisschen Utopia anschaust, wie sieht denn perfekte Accessibility aus? Also wie würdest du die definieren? Die perfekte wäre, dass es eigentlich für so viele Menschen in so vielen Situationen wie möglich brauchbar ist. Das wäre eigentlich so das Ziel, das man immer herstrebt. Accessibility heisst ja vor allem, dass man Lösungen flexibel macht, dass man sie adaptierbar macht für verschiedene Bedürfnisse, für verschiedene Zugänge, und dass man dort eigentlich wirklich die maximale Flexibilität hat für alle Situationen und alle Personen sich könnten. Aber sucht man dann, also das Interessante daran finde ich eben, sucht man dann die Experience, wenn man jetzt über User Experience redet, ist ja eine andere, wenn das Interface anders ist. Also probiert man eine Experience emulieren und gleich zu machen wie jemand, der keine Behinderung hat, oder probiert man es eigentlich zu schauen, okay, das ist jemand, der nichts sieht, und wir probieren wie eine neue Experience zu machen für die Person. Wie erlebst du das? Das Ziel wäre eigentlich schon, dass man wirklich eine inklusive Experience hat, also dass es für alle quasi das gleiche Produkt ist und man die gleichen Möglichkeiten hat. Lang ist das auch eine Diskussion gewesen, es ist immer noch eine Diskussion, ob es nicht auch Sinn macht, eben zum Beispiel Speziallösungen zu bauen, wo man so sagt, hey, wir machen jetzt irgendwie eine Variante, die halt einfach textbasiert ist und wo perfekt aufbereitet ist, und das liefern wir so aus. Ich persönlich finde es nicht so einen guten Ansatz, weil es erstens mal extrem schwierig ist abzugrenzen zwischen verschiedenen Versionen. Also wir haben, vielleicht wenn wir mal ein Beispiel nehmen von Kontrasten, von Farbkontrasten, wenn man jemanden hat, der vielleicht schlecht sieht, der wirklich angewiesen ist darauf, dass die Kontraste hoch sind, ist das eine, aber es gibt vielleicht andere, die einfach draussen stehen, die Sonne knallt auf das Smartphone, und man ist dann sehr froh, dass die Kontraste auch gut sind. Also es ist so, wie man kann nicht so sagen, das ist jetzt für die Person und für die Person die Massnahme, sondern man sollte eben wirklich schauen, dass es quasi übergreifend für alle funktioniert, in allen Situationen, wie wir gesehen haben. Und eigentlich so gibt es sich dann auch der Mehrwert von zugänglichen Lösungen aus meiner Sicht. Und was siehst denn du, sind so ein bisschen, also wenn du jetzt in ein Team hineinkommst, vielleicht interviewt hast oder so, wo sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was sind so die Objections? Also was haben die Leute, also was sagen sie dir? Oder sind sie so, wir haben kein Geld, oder was wissen nicht wie, oder? Ja, also es ist so, der Haupttenor ist meistens, braucht es überhaupt jemand? Also das ist eigentlich so das, wie fast das Häufigste, was ich höre, also wirklich sagt so, ja, hey, aber dafür die paar Blinden und so, sind ein bisschen despektierlich gesagt.
Und das ist genau dort, wo man dann oft muss aufklären muss, wo man eben muss zeigen, hey, es gibt viel grössere Zielgruppen von dem. Es geht nicht nur um die ungefähr 50'000 Blinde in der Schweiz oder die 300'000 Sehbehinderten, sondern es ist, mir macht für alle eigentlich die Experience besser. Ja. Es zeigt sich eigentlich auch aus der Forschung heraus, dass es wirklich auch Vorteile hat für alle Usergruppen. Also es gibt eine schöne Studienserie, die an der Uni Freiburg ist gemacht wurde, wo zum Beispiel zeigt, dass eigentlich Personen mit Behinderungen und ohne Behinderungen gleiche Vorteile haben. Also sie werden schneller, sie finden die Sachen besser. Es gibt dort wirklich eine starke Überschneidung zwischen den verschiedenen Themen, eben zwischen Accessibility, Usability, User Experience. Und ich glaube, man sollte vor allem auf das setzen, also dass es, man macht das Produkt besser mit, wenn man das beachtet. Ja, ich finde das noch recht interessant. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wer das war, aber ich glaube, es war ein World Usability Day 2017 oder so, wo es um Accessibility gegangen ist, in Rapperswil. Jetzt kommt das Streit, ja. Genau, ja. Und einer der Speakers hat gesagt, dass wenn man sich wie zuerst designt, also wenn man ein neues Produkt designt oder einen neuen Service, dass man sich zuerst wie vorstellt, okay, wie würde man das designen für Leute mit gewissen Behinderungen. Man nimmt Leute, die eine Behinderung haben, als Design-Grundlage und man nachher eigentlich fast eine bessere Lösung hat für Leute, die keine Behinderung haben. Das war so ein bisschen das Argument gewesen. Das ist gerade ein bisschen das hier, wo du gesagt hast, glaubst du das? Oder schaut man irgendwie beide Cases separat an und probiert es dann zusammenzubringen? Oder? Also es setzt mich stark davon, dass man beide Cases gleichzeitig anschaut. Ja. Also ich finde es ganz wichtig, dass man auch quasi die beiden Usergruppen auch nicht gegeneinander ausspielt, sondern dass man eigentlich von Anfang an probiert, Lösungen zu finden, die für beide funktionieren. Ja. Also ich habe eben die Idee auch schon gehört, die du jetzt gesagt hast, es gibt auch zum Beispiel die recht radikale Idee, dass man Usability-Testings nur noch mit Personen macht, die zum Beispiel eine Sehbehinderung haben und so eigentlich schneller zu seinen Findings kommt. Ja. Würde ich persönlich jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil es, wie ich vorhin gesagt habe, wie eine kleine Gruppe ist von ganz vielen, die man ansprechen will. Und das Ziel sollte ja wirklich sein, eben Lösungen zu finden, die für alle funktionieren. Und jetzt im Alltag, also im täglichen, sagen wir jetzt bei Testing Time zum Beispiel, was würdest du uns empfehlen, wenn wir jetzt wollen, anfangen, in das Thema einzutauchen? Wo fängt man da überhaupt an? Also wir haben ja auch in unserem Pool zum Beispiel Testpersonen, wo was haben wir schon alles gehabt? Wir haben Leute gehabt, die nicht so gut sehen. Wir haben Leute gehabt im Rollstuhl. Und wir haben uns jetzt auch noch nicht so stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Und was empfiehlst du den Leuten, wo fängt man an? Und wie kann man sein Research so ausweiten, dass man solche Gruppen halt auch mit einbezieht? Also ich würde wirklich zum Start mal jemanden einladen. Das machen die ja eigentlich sehr gut da bei Testing Time, unser Kerngeschäft. Und mit dieser Person wirklich mal das anschauen, was funktioniert jetzt. Ich glaube, es ist für ein ganzes Produktteam sehr, sehr etwas Spannendes, das einfach auch mal wirklich zu sehen. Dass es halt eben zum Beispiel Personen gibt, die mit einem Screenreader sich die Seite vorlesen, die sich da total souverän in vielen Fällen durchnavigieren, auf was stossen sie, was funktioniert. Also, dass man auch so ein kleines Gefühl bekommt, um was geht es da überhaupt. Und ich finde es auch immer wichtig, dass man auch irgendwie das Gesicht dazu hat, dass man halt nicht immer so in diesen abstrakten Kategorien denkt, sondern merkt, hey, es sind einfach Userinnen und User wie andere auch und sie wollen in der Dienstleistung beziehen und machen wir etwas dafür. Also ich würde wahrscheinlich diesen Startpunkt wählen. Ja. Und was hast du das Gefühl, so im Allgemeinen bei Firmen, also, oder vielleicht für die ganze Industrie, wie kommen wir an den Punkt, wo wir vorher gesagt haben, jetzt
wenn wir so ein bisschen 10, 20 Jahre rausschauen. Reden wir da über Politik, wo gewisse Auflagen gibt den Firmen, halt wie so ein bisschen zu ihrem Glück zwingt, so willst. Oder ist das so eine, könnten Leute mit Behinderung, also muss das irgendwie von der Gruppe selber kommen, irgendwie, wo dort pusht, oder kommt das irgendwie bottom-up in den Firmen oder top-down in den Firmen? Was ist so, oder wie wirst du das einschätzen? Was fast am besten funktioniert jetzt aus meiner Erfahrung, ist auch wieder so ein bisschen beides, also top-down, bottom-up, beides. Es braucht irgendwie ein Verständnis, das sich verteilt in der Firma. Also ich finde, man muss es wirklich aus Überzeugung machen, denke ich. Also es ist halt genau vielleicht recht vergleichbar wie mit der Usability und User Experience Diskussion vor ein paar Jahren. Zuerst hat sich so gefragt, ja, machen wir ja schon, ist das wichtig, braucht es, also und dort hat sich ja dann eigentlich recht schnell auch die Einsicht verbreitet, hey, es bringt einen Mehrwert, es bringt uns, es macht bessere Produkte, es gibt uns auch im Markt einen Vorteil. Und ich glaube, das ist so das, was sich wie muss verbreiten auch in einem Unternehmen, also dass dann von allen Projektteams, von allen Mitarbeitenden geteilt wird, aber dass es natürlich auch vom Management Rückhalt gibt, das dann wirklich auch zu verfolgen. Ich glaube, es braucht so wie beide Seiten, also wie das eben bei diesen ganzen UX-Themen eigentlich auch passiert ist. Und also gibt es denn jetzt Konferenzen oder irgendwelche Eventserien oder also wo informiert man sich über das Thema, wenn man selber interessiert ist? Wo geht man heute hin, wenn man das... Ja, es gibt diverse Konferenzen, die jetzt auch aufgebaut werden, die sich zu diesem Thema kümmern. So die berühmteste ist die jeweils parallel zu der W3C-Konferenz stattfindet. Es gibt ja die grosse Web-Konferenz, die dort teilnimmt. Es gibt diverse kleine, die spezialisiert sind auf das Thema. Es gibt zum Beispiel eine, die alle 2 Jahre in Linz stattfindet. Linz? Letztes Jahr ist sie in Linz, nächstes Jahr ist sie irgendwo in Italien, also so eine europäische Konferenz, die umwandert. Und da kann man sich schon, also wenn man sich mal umschaut, man findet definitiv diverse Sachen, wo man sich kann informieren und in die Richtung gehen. Also können wir sicher auch noch etwas zusammenstellen dafür. Ja, das wäre super. Ich glaube, das ist eben so für Ressourcen, auch für die Leute, die sich mit dem Thema vielleicht mehr auseinandersetzen. Ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man die Ressourcen zur Verfügung hat. Das habe ich ja vorhin erwähnt, die Sachen mit dem User-Einbezug, die wichtig ist. Ja. Wir haben mit unserer Forschungsgruppe eine recht umfangreiche Studie gemacht, die sich genauso um die Motivationen gekümmert hat. Also wir haben so wie wir wissen, hey, was sind eigentlich die Hauptmotivationen für ein Produktteam, dass man sich eben um das Thema Accessibility kümmert. Wir haben dort umfangreiche Befragungen gemacht mit Personen in unterschiedlichen Rollen, also wo wirklich alles, was es halt so braucht, für eine Webseite oder eine App zu designen, zu bauen, zu releasen. Und dort ist wirklich eigentlich der Top-Motivationsfaktor eben, dass man User hat, die sich melden, wo man mal vor sich hat, dass eben der User-Einbezug, dass der vorhanden ist. Ja. Und die zweite Hauptmotivation ist eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, dass Ressourcen vorhanden sind, dass man sich wie irgendwie merkt, hey, in meiner Community tut sich etwas, also es gehört wie zu meiner Rolle als UX-Spezialist, zu meiner Rolle als Entwicklerin, Entwickler, dass man halt das Thema wie mitnimmt. Und dass das echt ganz ein wichtiger Punkt ist, dass sich das so wie auch bildet, das Selbstverständnis, hey, das gehört dazu. Ja. Ich bin als Professional verfolge das Thema auch mit. Darum ist es eigentlich auch spannend, das ist auch ein Grund, wieso dass wir die Serie machen über Accessibility so ein bisschen auch als Inspiration vielleicht für andere Firmen, die vielleicht gar nicht bewusst sind, wie viel das schon geht, beziehungsweise was für Beispiele dass es gibt, also gute Beispiele, du sagst SBB, Post,
wie machen die das, wie sind sie vorgegangen und so weiter. Ich habe den ersten Punkt sehr spannend gefunden, weil, also wo du jetzt vorher gesagt hast, bezüglich Motivation, das Ding ist ja, wenn du gar nie irgendwie konfrontiert bist mit der Situation oder mit gewissen Personen mit gewissen Behinderungen, fehlt halt auch die Empathie ein bisschen. Es ist so etwas Abstraktes, oder? Klar, ja. Und ja, es wäre vielleicht mal spannend, bei gewissen Firmen halt auch mal 5 verschiedene Testsubjekte vorbeischicken und dann Klar, ja. sollte ich den Service mal brauchen und mal schauen, wie weit man eigentlich überhaupt entfernt ist von einer guten Usability für gewisse Gruppen. Genau. Ja. Ja, ich glaube auch, wenn man so da die Perspektive ein bisschen aufmachen kann, das Ja. ist super wichtig. Also, es gibt ja immer so ein bisschen das Klischee von Silicon Valley und irgendwie 20 und männlich und baut da eine App für die ganze Welt. Ja. Und ja, ich glaube, das ist uns ja allen bewusst, dass das nicht der Fall ist, dass es viel vielfältiger ist, wer die Dienstleistungen braucht. Und da müssen wir Rechnung tragen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer in deine Arbeit hineingehen, was sind so Erkenntnisse gewesen, was sind die interessantesten Erkenntnisse für dich bisher und was hat dich vielleicht irgendwie, wo hast du dich bestätigt gefühlt von vielleicht gewissen Sachen, die du vorher schon gedacht hast, dass es im Markt vorhanden ist? Ja, ich stecke ja noch mit drin in der Arbeit. Ja. Ich habe wie 2 Perspektiven, die ich drinnen anschaue. Ich habe einerseits die Nutzerinnen und Nutzer, also klar, wie erleben es die. Ich habe andererseits auch die Perspektive der Entwicklerinnen und Entwickler oder eben vom ganzen Produktteam, so wie ich es vorher kurz erwähnt habe. Und dieser Teil ist jetzt eigentlich schon abgeschlossen und auch publiziert. Ich kann vielleicht zu dem ein bisschen mehr sagen. Der andere ist quasi noch am Laufen. Ja, gerne. Dort war eben dieses Thema, was sind so die Hauptmotivationen, was sind die Haupthindernisse fürs Umzusetzen. Und das ist für mich eigentlich noch eine schöne Bestätigung gewesen, dass es viel weniger ist genannt worden, ja, es geht um das Geld, was das Problem ist, oder es geht um irgendwie das fehlende Wissen, sondern es ist viel stärker herausgekommen, dass eigentlich die Motivationen einen grossen Einfluss haben, eben, dass wir gefragt haben, es gibt User, die es brauchen, es gibt, ich denke, es gehört zu meiner Rolle. Der dritte Faktor war, dass man denkt, dass es Produktqualität erhöht, also dass es eigentlich wirklich ein besseres Produkt ist, also wenn man von dem überzeugt wird, wird das Produkt wirklich auch besser. Und ja, für mich war es sehr schön gewesen, um das auch zu sehen, dass es eben sich wirklich in der Kultur verankern muss, dass es muss aus Überzeugung kommen. Ja. Und ich glaube, das funktioniert besser für alle, als wenn es irgendwie muss aufgedrängt werden, wenn man dazu gezwungen werden, wenn gar keine Motivation vorhanden ist. Genau. Und wenn du jetzt so den dritten Motivationspunkt anschaust, das ist natürlich immer ein Thema. Also, alle UXler kämpfen ja ein bisschen mit dem, oder die Messbarkeit von den Insights, die aus der Research rauskommen, die ultimativ dann im Produkt landet, macht das Produkt wirklich besser, wie können wir das irgendwie in monetärem abfragen und messen. Hast du schon Beispiele gesehen im Feld von Studien, wo das gemessen worden ist und man hat auch gesagt, wirklich aus rein wirtschaftlicher Sicht, das hat aus wirtschaftlicher Sinn hat uns das so und so viel gebracht oder so, sind wir schon weit oder? Nein, also dass es wirklich in Franken hinten rauskommt, oder in Euro oder in Dollar, habe ich bisher eigentlich noch nichts gesehen. In dem Sinne, es ist halt, wie du gesagt hast, es wieder die Überlappung mit Experience und Usability. Es lässt sich sehr schwierig wirklich festmachen, hey, das hat jetzt X eingebracht. Ich weiß nicht, ob das mal möglich sein wird, dass man das so 1:1 kann umlegen. Es gibt Beispiele, wo man es vielleicht so ein bisschen herleiten kann. Es gibt zum Beispiel sehr viele Personen, die blind sind, nutzen das iPhone, weil dort halt die ganze Screenreader-Geschichte sehr früh ist eingefügt worden, sehr gut funktioniert. Und
dass Apple dort sicher einen riesengroßen kommerziellen Vorsprung hat auf andere Anbieter. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo mir gerade in den Sinn kommt. Wir haben jetzt hier in der Schweiz verschiedene E-Bankings, die sich wirklich auch positioniert haben aus barrierefreien E-Banking. Also wir haben das von Postfinance, das von Credit Suisse, wo dort wirklich viel investiert haben. Und ich gehe davon aus, dass die das auch werden merken, dass sie quasi können Kunden gewinnen oder behalten mit diesen Massnahmen. Es wäre sicher eine sehr, sehr spannende Frage, das wirklich mal noch weiter zu verfolgen und dort auch probieren, ein Preisschild dran zu hängen. Ja, aber es ist auch immer das, oder? Vor allem in grösseren Unternehmen hat man so viele Stakeholders und je weiter entfernt die Stakeholder halt ist vom Research selber oder eben vielleicht nie mit einer Person geredet hat, geht es dann halt immer mehr ins Abstrakte, wo dann halt eben um Geld ist oder so. Genau. Und das ist halt die Realität, genau. Und ich glaube, je mehr Case Studies, das man halt hat von Firmen, die das gemacht haben, wo es funktioniert hat und sich im Business bemerkbar gemacht hat, ist natürlich gut für die Industrie selber auch. Hast du jetzt du machst ja auch User Research bei der SBB selber. Jetzt, wenn du User Research machst mit Leuten mit Behinderungen, wie ist das anders gegenüber normalen Interviews, wenn du so willst? Hast du irgendwelche Tipps auch für die Leute, die vielleicht noch so ein bisschen Berührungsängste haben? Also könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, also zuerst mal keine Angst haben davor. Das ist wirklich das, was ich mitgeben kann. Also es ist, ich glaube, wenn man die ersten paar Mal mit Personen, die blind sind oder Sehbehinderungen haben, zu tun hat, hat man manchmal vielleicht so ein bisschen, was darf ich sagen, was darf ich machen, wie muss ich mich verhalten, etc. Habe ich bis jetzt total entspannt erlebt. Also eigentlich nie irgendwie etwas, wo ich mich unwohl hätte gefühlt dabei, sondern es sind wirklich Leute wie alle anderen auch, also so klischiert wie es tönt. Nein, so. Logisch, ja. Ich habe es einfach jetzt schon ein paar Mal gesehen, wo irgendwie dann, aber was muss ich denn machen? Und es sind einfach Leute, die halt eben gewisse Einschränkungen haben. Klar, das ist schon... Aber die Berührungsängste sind dumm. Darum habe ich eben so ein bisschen gedacht, wo du es vielleicht die ersten 2-3 Mal gemacht hast, ob du irgendwie bemerkt hast, was so... was es ein bisschen anders ist oder was irgendwie... Ja, mir kommt rein, also es gibt so ein paar ganz praktische Sachen, wo man sicher muss beachten in einem Testing. Also es gibt so ein bisschen die Frage immer vom technischen Setup, wo man anbietet. Also es gibt im Webbereich haben halt die meisten Personen wirklich ihr eigenes Setup schon vorbereitet, das genau so eingestellt ist, wie sie es gerne brauchen. Das heisst, man sollte vielleicht an das denken, bevor man einfach irgendeinen Testrechner herstellt, für etwas zu testen. In der Mobile-Welt geht es ein bisschen einfacher, weil dort halt die Voice-over, Talkback bei Android vorinstalliert sind und es eigentlich recht ähnlich genutzt und funktionieren. Das ist so etwas, was man sicher muss beachten muss. Man sollte auch beachten, dass es halt eine gewisse Reife braucht von einem Prototyp. Also es ist mit irgendwie Papier wird man wahrscheinlich nicht so weit kommen, wenn eine blinde Person vor sich ist, also echt, dass man so Sachen im Hinterkopf behaltet. Aber sonst steht da eigentlich nichts im Weg, das so auch mal auszuprobieren. Ja. Empfiehlst du jetzt Leute, die so ein bisschen sich mit dem auseinandersetzen, dass sie Frameworks nehmen wie Zertifizierungen und dann so, wie du gesagt hast, so die Checkmarks machen zuerst? Oder einfach mal anfangen, einfach mal Leute einladen? Wenn du eine Firma beraten willst, die morgen mit dem anfangen will, wie wirst du jetzt vorgehen? Es kommt darauf an, welches Ziel das man schlussendlich verfolgt. Ja. Also will man eben mal die Awareness ein bisschen schärfen, will man wie vielleicht auch zeigen, so, hey, es gibt es im Fall und wir haben ein Problem, dann kann man gut mal einfach jemanden einladen und möglichst schauen, dass so die wichtigsten Stakeholder dabei sind. Wenn man wirklich das Ziel hat, eine gut zugängliche Lösung zu haben am Schluss, dann muss man ein bisschen mehr investieren, denke ich.
dann würde ich sehr empfehlen, die Checklisten mal anzuschauen. Sie sind, also so die meist verbreitetsten sind die Web Content Accessibility Guidelines. Das ist so der Standard, wo eigentlich international anerkannt ist, wo auch in den meisten gesetzlichen Vorgaben eigentlich referenziert wird. Und das ist recht ein mörderisches Dokument, wenn man das so das erste Mal sieht. Also es ist riesig, hat x Punkte drin. Es gibt aber auch so ein bisschen einfacher zugängliche, aufgearbeitete Versionen von dem. Also es gibt wirklich in Form von Checklisten, wo man durchgehen kann, oder in Form von, dass man erklärt, was überhaupt gemeint ist mit diesen einzelnen Punkten. Dass man das mal durchgeht und sich da mal ein Bild macht, was sind ganz konkret die Anforderungen, wie stehen wir da, was können wir vielleicht erfüllen, was noch nicht, etc. Das ist mal so der erste Schritt, weil es macht schon auch nicht mega Sinn, quasi in Testings reinzugehen, wenn man so Basics nicht erfüllt. Also es gibt halt, genau. Ganz am Anfang des Interviews habe ich das Beispiel gegeben von den Alttexten. Bevor man kann testen kann, ob die gut sind, muss man sich bewusst sein, es braucht sie und sie müssen vorhanden sein. Also diesen Schritt muss man schon wirklich gemacht haben, bevor man dann kann in die Testings reingehen kann. Also es muss wie funktional muss es schon verheben. Ist denn das meistens so, die Teams, die sich mit dem auseinandersetzen, sind das meistens die gleichen Leute? Also sind das eigene Teams? Oder sind das, also jetzt bei grösseren Firmen, jetzt gerade vielleicht bei der SBB oder bei einer Post, wenn du da ein bisschen drin gesehen hast, sind das eigene Teams, die sich nur mit dieser Thematik auseinandersetzen? Oder ist das so ein bisschen multidisziplinar und machen eigentlich alles User Research in einem Team? Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Ich lebe es jetzt eher aus multidisziplinär im Team innen. Also dass man, was eigentlich auch dem inklusiven Gedanken entspricht, oder eben auch dem Gedanken, dass es halt etwas ist, wo alle etwas angeht. Also es muss wie der, was das Visual Design macht, sowohl wie der dann den Code schreibt, sollte sensibel sein auf das Thema und dass man eigentlich dann gemeinsam durchgeht. Es gibt recht oft irgendwie noch ein zentrales Team, das man beiziehen kann für Beratungen, wo man kann nachfragen kann, wenn man irgendwie Probleme hat oder man das Know-how beziehen kann. Ist jetzt zum Beispiel bei Postfinanzen so, dass es dort so eine Gruppe gibt, die dann wirklich auf sich um die Barrierefreiheit in dem Sinn kümmert und die auch kontrolliert, das auch managt, schaut, erfüllen die verschiedenen Features, die stimmen, etc. Kann man auch, also gibt es auch externe Teams, also hast du das auch schon gesehen, so Berater oder so, man kann beiziehen, mal am Anfang auch mal zum Grund auslegen, mal alles, wo stehen wir heute, wo können wir vielleicht schnell einen Impact haben. Genau, das ist wahrscheinlich der häufigste Fall, ja, dass man zuerst mal extern jemanden dazu holt. Da gibt es zum Beispiel hier in Zürich die Stiftung Access for All. Das sind eben die auch die Zertifizierungen vergeben am Schluss. Sie kann man zum Beispiel anfragen für ein Review, für mal wirklich grob ein paar Stunden durch eine Seite durchzugehen. Sie haben selber bei ihnen bei der Stiftung auch diverse Personen mit Behinderungen, die die Tests auch machen und das bekommt man eigentlich mal ein gutes Gefühl, wo das man steht. Es gibt noch andere, es gibt auch kleinere Agenturen, die sich auf das spezialisiert haben, wo man gut auch findet, wenn man sucht danach, oder wo wir die auch zusammenstellen können. Und jetzt, wenn man den Alltag von einem Menschen anschaut, wo hast jetzt du das Gefühl, sollte möglichst schnell etwas passieren? Also wo hörst du am meisten Stimmen so, also das sollte man jetzt mal anpacken. Das ist so etwas, wo eigentlich selbstverständlich ist für uns und irgendwie noch völlig am Anfang oder halt eben überhaupt nicht inklusiv, wo aber extrem zum eigenen Alltag für dich gehört. Hast du da irgendwelche Beispiele? Ist noch schwierig zu beantworten, weil natürlich jede ein andere Bedürfnisse hat. Klar, ja. Jetzt für mich persönlich, wenn ich mich jetzt würde in die Situation versetzen, dass ich tagtäglich zum Beispiel mit einem Screenreader
würde arbeiten, würde mich vor allem stören, dass viele Newsportale nicht gut zugänglich sind. Ja. Ich finde, es gibt so in einem Land wie die Schweiz, wo demokratisch ist, wo man wirklich so extrem darauf angewiesen ist, auch gut informiert zu sein zu verschiedenen Themen, finde ich das recht ein wichtiger Punkt, dass man wirklich auch an die Informationen kommt. Ja. Und es ist eigentlich auch ein riesen Schritt grundsätzlich, dass man das heutzutage kann. Ich meine, mit einer papierdruckten Zeitung hast du immer gebraucht, wo du das vorliest, oder du brauchst irgendwie eine spezielle Version von dieser Zeitung. Und jetzt hat man eigentlich das alles zur Verfügung. Es ist digital, man hat die Hilfsmittel, es ist eigentlich super in dem Sinne. Ja. Und man verbockt es dann mit relativ kleinen Sachen, dass man drin halt dann irgendwie nicht findet oder nicht drauf kann oder nicht anwählbar ist, etc. Dort finde ich wirklich, wäre so der erste Hebel, den ich persönlich jetzt würde ansetzen. Aber es gibt natürlich auch noch diverse andere Beispiele. Es ist im ganzen E-Commerce-Umfeld ist es noch nicht wahnsinnig toll. Also Online-Shopping ist nicht so einfach aus Barrierefreiheitssicht. Das wäre jetzt auch noch ein anderes Beispiel, also es gibt da diverse Felder. Ja, also ich halt auch vor allem gedacht, oder? Weil du vorher eben die SB und Post erwähnt hast. Oder? Ich meine, das sind öffentlich zugängliche Dienste, wo angeboten werden und wo wir ebenso als etwas Alltägliches sehen, wo aber natürlich für verschiedenste Gruppen vielleicht überhaupt nicht so selbstverständlich ist. Ich stelle mir jetzt auch Leute in Rollstühlen und so, wie sind wir dort überhaupt? Oder bei der Tram haben sie Dings runter, aber es gibt immer noch die S-Bahnen zum Beispiel, wo wahrscheinlich noch schwieriger accessible sind. Oder auch wenn ich mir jetzt eben vorstelle, zum Beispiel, wie werden die Steuern gezahlt, wie tut man sich beim Bund informieren, einfach alle, so wirklich so ganz basic Sachen, wie siehst du es dort bei solchen Services? Sind wir dort, machen wir dort Fortschritt? Siehst du auch, also jetzt über die letzten Jahre, ist das etwas, was daran geschaffen wird? Ja, so ein bisschen. Es wird daran geschafft. Also es ist auch beim Bund selber gibt es auch ein Kompetenzzentrum, das sich jetzt um das Thema kümmert und dort vorwärts macht. Das hat vor 2 Wochen ist es glaube ich, auch so eine Konferenz gegeben für Bund, Kantone zu diesen Themen, für dort wirklich auch vorwärts zu machen. Und es ist in verschiedenen Kantonen laufen da auch Initiativen, dort wirklich vorwärts zu gehen. Also dort bewegt sich sicher einiges im Moment. Es gibt ein paar Knackpunkte, wie zum Beispiel das E-Voting, wo immer noch so eine kleine Frage ist. Also es hat auch gerade an dieser Konferenz einen Speaker gehabt, der eben zum Beispiel beschrieben hat, wie ihm die letzte Abstimmung ist gegangen. Also er ist auch blind und hat gesagt, jemand anderes hat für mich das Kreuzchen müssen setzen quasi. Ja. Also, und ich weiss eigentlich bis jetzt nicht, ist das in meinem Sinn gewesen oder nicht. Und er hat sich dort sehr stark gemacht, dass er das halt auch wirklich selber kann machen über E-Voting die Möglichkeit hat. Klar, dort hängt auch nochmal eine ganz andere Diskussion hinten dran, aber es zeigt, dass es sicher ein Bedürfnis ist und dass es auch ein Thema ist, das man wie muss mitdenken bei diesen ganzen E-Government-Fragen. Und das, was du vorhin noch gesagt hast mit Tram und Bahnhöfen und Rollstühlen etc., dort ist zeigt sich auch so ein bisschen die Vorteile der digitalen Welt. Also wenn wir hier bauliche Massnahmen machen, geht es Jahre, bis das umgesetzt wird. Also es ist auch, ich glaube, für SBB ist der Plan bis 2030. Ich möchte mich jetzt da nicht auf den Est rauslassen, dass wirklich alle Bahnhöfe zugänglich sind, weil man das nicht schneller machen will, sondern weil es halt sehr, sehr viele Investitionen bedarf. Und in der digitalen Welt hat man es eigentlich in der Hand, das viel schneller umzusetzen. Da ist die Umwälzung viel schneller. Man hat die Möglichkeit, in kürzester Zeit auch schon mit kleinen Verbesserungen viel Impact zu erzeugen. Und da möchte ich eigentlich alle motivieren, sich bei ihren eigenen Services sich da auch schlau zu machen und zu schauen, wie man da
könnte Fortschritte machen. Vielleicht noch so ein bisschen als abschliessende Frage, wo findest du, steht die Schweiz so ein bisschen im Vergleich zu vielleicht anderen Ländern in Europa? Irgendwo im Mittelfeld würde ich es jetzt mal einschätzen. Mhm. Also es ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt während dem Interview, ich denke, es geht etwas, also die Awareness steigt. Mhm. Und gleich ist noch viel Luft nach oben insgesamt. Zu welchen Ländern können wir schauen, wo schon weiter sind? Es ist in den skandinavischen Ländern läuft sehr viel zu den Themen, wie zu vielen anderen Themen genau. auch. Und auch die USA wird immer wieder als gutes Beispiel genannt, wo halt auch das Selbstverständnis von Zugänglichkeit offenbar deutlich grösser ist als jetzt hier. Spannend. Ja, hast du noch irgendwelche, wenn dich jemand kontaktieren will, irgendwelche Fragen hat, wo kann man dich erreichen? Ich weiss nicht, deine E-Mail willst du öffentlich geben, aber hast du irgendeine Webseite oder irgendeine, Genau, also ich habe eine Webseite, wo man noch mehr zu meiner Forschung kann nachlesen kann und da können wir den Link sicher mit dazu packen. Ja, ist gut, ja. Super. Gut, perfekt. Ja, herzlichen Dank. Hast du noch irgendwelche abschliessende Worte von deiner Seite her? Ich würde echt sagen, einfach machen. Also wirklich, möchte mich eigentlich an alle wenden. Denken daran, es ist, wir haben extrem vielfältige Personen, die digitale Medien nutzen sollten können nutzen. Und ich glaube, wenn man schon in diesem Bereich arbeitet, egal in welcher Rolle, kann man auch etwas zu dem beitragen. Und schon wenig hilft viel, denke ich. Vielen Dank. Merci vielmals fürs Gespräch. Merci auch. Und viel Glück bei deiner Arbeit oder viel Erfolg, danke. gesagt. Danke. Merci.